Hallo liebe Music Store TV Zuschauer, ich möchte euch heute das neue Fame DD1 Simon Phillips XT vorstellen. Ich hatte euch ja bereits in einem anderen Video das DD1 Simon Phillips vorgestellt, nun die XT-Variante. Die hat ein Facelift erfahren. Und was es damit auf sich hat, darauf gehe ich jetzt ein. Die erste Besonderheit, die ich hervorheben möchte, ist das Kickpad. Das ist jetzt in 12 Zoll. Sehr, sehr großzügig gestaltet. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jedes Doppelpedal aller Hersteller anzuschließen. Die Snare Drum ist nach wie vor auch in 12 Zoll gehalten. Hier haben wir eine sehr, sehr coole neue Funktion, wie ich finde. Wir haben nach wie vor die 2 Zonen, haben allerdings jetzt eine Cross-Stick-Funktion hier am Modul. Das heißt, wir können bei der Rim-Belegung wählen zwischen Cross-Stick und Side-Stick. Die Toms sind nach wie vor alle in 10 Zoll. Auch hier haben wir Dual-Zone-Pads, sprich 2 Tonabnehmer drin. Das heißt, wir können den Rand anspielen, wir können das Pad anspielen. Es sind halt hier auch 2 verschiedene Sounds. Kommen wir zu den Becken. Bei den Becken haben wir hier auch ein großzügiges Setup. Anfangen möchte ich mit der Hi-Hat. Die Hi-Hat ist auch unterteilt in 2 Zonen. Das heißt, wir können den Rim spielen, wir können die Hi-Hat an der Top spielen. Hier die HH9000 Hi-Hat-Maschine, bei der man auch sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Anfangen möchte ich halt hier mit der Federspannung, die kann nochmal justiert werden. Und die Beine unten sind auch nochmal variabel, die können wir drehen. Das heißt, wir können auch Doppelpedale anschließen. Die beiden Crashbecken, die wir hier haben, sind unterteilt in 2 Zonen. Das heißt, die kann ich hier oben anspielen, ich kann sie ancrashen und ich habe hier den sogenannten Choke-Sensor verbaut. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, das Becken abzustoppen. Das Ride-Becken, was wir hier haben, ist unterteilt in 3 Zonen. Das heißt, wie bei einem akustischen Becken habe ich auch hier die Möglichkeit, die Kuppe anzuspielen, das Becken normal anzuspielen und das Becken anzucrashen. Auch hier haben wir noch die Choke-Funktion und können das Becken abstoppen. Das Set wird auch nochmal ausgeliefert mit einer Fußmaschine. Die FP9000, auch hier sehr, sehr viele Pro-Features. Wir haben die Möglichkeit, die Federspannung zu justieren. Wir haben die Möglichkeit, den Pedalwinkel einzustellen. Das Pedal kommt mit einer sehr, sehr gut verarbeiteten Trittplatte, gut verarbeiteten Scharnieren und ist in der Preiskategorie auch wirklich qualitativ besonders hervorzuheben. Kommen wir zu dem Herzstück, zu dem Soundmodul. Der ein oder andere wird sich vielleicht von euch gefragt haben, warum heißt das Fame DD1 Simon Phillips Edition? Es heißt Simon Phillips Edition, weil wir hier Original-Samples haben von Simon Phillips. Einer der wirklich renommiertesten und geschätztesten Drummer seit vielen Dekaden weltweit. Er hat in Los Angeles in seinem Studio sein akustisches Set gesampelt und uns seine Sounds zur Verfügung gestellt. Zum einen haben wir auf der linken Seite neue Potis. Wir haben die Möglichkeit, die Lautstärke des Metronoms anzupassen, die Lautstärke des Kopfhörerausgangs, die Lautstärke des Auxiliary Ins und natürlich auch nochmal die Lautstärke des Master Out. Ein weiteres sehr, sehr cooles Feature, welches mir am Herzen liegt, sind auch nochmal die neuen Fader. So haben wir die Möglichkeit, alle Pads nochmal individuell zu faden. Jetzt schauen wir uns mal die Rückseite des Soundmoduls an. Wir haben hier den Auxiliary In. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, über eine Stereoklinke, Smartphone oder MP3-Player anzuschließen. Über die Trigger-Ins wird das 2. Crash und das 4. Tom-Pad angeschlossen. Dann haben wir hier den Output, weitere Schnittstellen, die MIDI-In- und MIDI-Out-Schnittstelle, als auch die USB-MIDI-Schnittstelle und die USB-Memory-Schnittstelle. Da kommen wir noch zu einem weiteren sehr, sehr coolen Feature. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, bei dem DD1 XT eure eigenen Sounds einzuspeisen. Das heißt, das Modul ist auch nochmal samplingfähig. Das Fame DD1 Simon Phillips Edition hat insgesamt 8 Presets und 70 frei belegbare User-Kits.
Wir haben hier das Metronom. Hier können wir die Anzahl der Beats per Minute verstellen. Wir haben die Möglichkeit, den Sound zu verstellen. Und wir haben natürlich auch nochmal die Möglichkeit, die Taktart zu verstellen. Also auch zum Üben ein hervorragendes Set. Dann fangen wir mal an mit dem Studio Kit. Machen wir weiter mit dem Balladenkit. Kommen wir zum Fusion Set. Kommen wir zum Rockkit. Kommen wir zum Hybrid Kit. Yeah! Elektro. Synthi 1. Synthi 2.
Das war ein kleines Klangbeispiel. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke von dem Set gewinnen. Ich möchte noch kurz auf die Sounds eingehen. Ich hatte es ja eben schon angesprochen, Simon Phillips Edition. Wir haben hier sogenannte Multilayer-Samples, die geben dem Ganzen den besonders authentischen Charakter. Das heißt, Simon hat sein akustisches Set in verschiedenen Dynamikstufen aufgenommen. Man kennt den Effekt beispielsweise von einer akustischen Trommel, in dem Fall nehmen wir einfach mal eine Tom. Je fester ich das Tom anspiele, desto hochfrequenter wird der Ton, desto kürzer das Sustain und desto härter der Attack von der Trommel. Und hier werden dementsprechend andere Samples abgerufen und das gibt dem Fame DD1 Simon Phillips Edition seinen authentischen Charakter. Ich demonstriere das mal ganz kurz anhand der Tom. Und auch nochmal anhand der Hi-Hat. Das heißt, wir haben hier zwar nur Anführungszeichen 8 Presets, aber insgesamt haben wir weit über 1000 Einzelsamples. Das macht das Fame DD1 in dieser Preiskategorie unschlagbar. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse wecken. Meiner Meinung nach ist das Fame DD1 Simon Phillips XT in der Preiskategorie wirklich unerreicht. Halten wir noch mal kurz fest, die wichtigsten Key Features. Wir haben 12 Zoll großes Snare und 12 Zoll großes Kickpad. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jedes Doppelpedal oder Einzelpedal aller Hersteller anzuschließen. 4 10 Zoll große Tompads, 2 Crashs, ein 3-Zonen-Ridebecken plus nochmal die 2-Zonen-Hi-Hat mit analogem Spielgefühl. Falls ihr noch weitere Fragen zu diesem wunderbaren Set haben solltet, kommt mich gerne im Ladenlokal in Köln besuchen oder fragt meine Kollegen im Telesales. Weitere Informationen findet ihr wie immer auf musicstore.de. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, ciao.